Wir haben eine Betriebsgemeinschaft mit 3 Partnern, 2 Angestellte und 2 Lehrlinge. Wir haben gut 70 Kühe, 140 Muttersauen in Form von einer Kernzucht. Weiter haben wir gut 60 Hektare Land, wobei dass wir etwa bei der Hälfte Ackerbau betreiben. Klimaschutz ist im Moment in allen Mühlen und darum bringt es nichts, sich vor dem zu verschließen. Ja, eines gelernt, geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Wir können die Lebensleistung steigern der Kühe. Da brauchen wir weniger Aufzuchttiere. Dann tun wir weiter Teil der Kühe mit gesextem Sperma besamen, sodass wir die anderen mit Fleischrassen decken können und durch das effizient Fleisch produzieren können. Weiter haben wir auf der Scheuer wie auf der Remise Photovoltaik montiert, die wir jetzt neu speichern, hier bei 215 kW. Und so haben wir die Energie zum Fütterung umsetzen. Wir machen seit 2021 beim Klimastartprojekt mit. Ich habe gesehen, dass wir mit weiteren Massnahmen nicht mehr zum Ziel kommen. Darum habe ich eine andere Möglichkeit gesucht. Das war 2023, wo wir das erste Mal Bovaer in die Ration hineingenommen haben. Wir haben die Maschine gekauft, weil wir eine Totalmistration machen wollen, weil wir auf Strom setzen wollen, den wir selber produzieren. Dann weiter haben wir die Möglichkeit, ganz verschiedene Rationen zu machen, sei für die Rinder, für die Hauskühe oder für die laktierenden Kühe. Das ist unsere Totalmischration. Wir haben hier Heu, Ämt, Grassilo und Mais drin, etwas Rapsschrot und Getreidemischung und eben natürlich den Mineralstoff, den wir Bovaer beigemischt haben. Wir setzen seit 2023 Bovaer ein. Wir sehen in dieser Zeit, wir sehen es auf der Statistik hier unten, ist die Lebensleistung der Kühe deutlich gestiegen. Der Fettgehalt sieht man in dieser Zeit hat sich leicht erhöht. Wir sehen hier auch den Eiweißgehalt, der stabil geblieben ist. In dem Sinne kann ich irgendwo zum Fazit sagen, dass Bovaer sicher nicht einen negativen Einfluss auf die Tiergesundheit oder auf die Leistung der Tiere hat.